Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Heute habe ich ein super einfaches Pflaumenmus-Rezept für euch, das wirklich nur ganz wenig Arbeit macht. Für Pflaumenmus eignen sich am besten reife Zwetschgen. Sie enthalten weniger Wasser als andere Pflaumen und schmecken auch deutlich süßer. Zum Entkernen könnt ihr die Zwetschgen einfach mit den Fingern auseinanderreißen. Das geht viel schneller als mit dem Messer und die Früchte werden ja eh noch weich gekocht. Da meine Zwetschgen nicht ganz so süß sind, gebe ich hier noch etwas Zucker hinzu. Je nach Süße eurer Früchte könnt ihr aber auch mehr oder weniger verwenden. Die Zwetschgen lasse ich so ungefähr eine Stunde ziehen, bis sich etwas Flüssigkeit gebildet hat. Wer möchte, kann sie aber auch über Nacht stehen lassen. Vorsichtshalber gebe ich noch ein bisschen Wasser hinzu. Wer möchte, kann jetzt noch etwas Zimt und Sternanis zu den Pflaumen geben und schmeckt das so deutlich besser. Und damit wären wir auch schon beim wichtigsten Teil der Zubereitung, und zwar müssen die Zwetschgen jetzt ungefähr 5 bis 6 Stunden bei ganz kleiner Flamme köcheln, bis die Flüssigkeit fast vollständig verdampft ist. Ganz wichtig dabei ist, dass man während des Köchelns wirklich nicht umrührt. Solange genug Flüssigkeit im Topf ist und die Zwetschgen oben schwimmen, kann wirklich nichts anbrennen. Die Zwetschgen, die an der Oberfläche schwimmen, könnt ihr gelegentlich etwas eintauchen, nur rühren solltet ihr nicht. Zum Ende der Kochzeit hin solltet ihr alle Gerätschaften, die mit dem Pflaumenmus in Berührung kommen, sterilisieren. Teile, die schmelzen können, lege ich für 10 Minuten in kochend heißes Wasser und die Gläser stelle ich für ungefähr 10 bis 15 Minuten bei 140 Grad in den Backofen. In der Videobeschreibung findet ihr aber noch eine Erklärung, wie ihr das auch in der Mikrowelle machen könnt. Wenn die Flüssigkeit nun so weit reduziert ist, wie ihr es haben wollt, könnt ihr die Zimtstange und das Sternanis rausfischen und das Pflaumenmus pürieren. Für mich ist die Konsistenz jetzt perfekt, aber wenn ihr nach dem Pürieren feststellt, dass ihr das Pflaumenmus noch dicker haben wollt, dann könnt ihr es natürlich unter ständigem Rühren noch weiter andicken. Das Pflaumenmus sollte jetzt zügig und so schnell wie möglich abgefüllt und der Deckel sofort verschlossen werden. Falls nötig, solltet ihr das Mousse zwischendurch noch mal kurz aufkochen, damit Keime abgetötet werden, sollte es mindestens eine Temperatur von 80 Grad haben. Wenn ihr sauber und gründlich vorgegangen seid, wird das Glas beim Abkühlen ein Vakuum bilden und das Pflaumenmus konserviert. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass das Pflaumenmus wirklich lange hält, dann müsst ihr es entweder einfrieren oder einkochen. Zum Einkochen müssen die Gläser für 10 bis 15 Minuten bei mindestens 90 Grad gekocht werden. Und jetzt zeige ich euch noch, wie mein Pflaumenmus nach dem Abkühlen aussieht. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, irgendetwas ergänzen wollt oder mir eure Erfahrungen mitteilen wollt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!